Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Johns MOBA. Heute tatsächlich nicht zu einem Log-Review, heute zu einem Blick nach Fredhaun, denn auch da hat sich wieder einiges getan. Ich habe wieder Dinge ergänzt, habe ein bisschen weiterarbeiten können an meiner Anlage und das werde ich heute mit euch teilen. Ihr seht aber, hier sammelt sich schon so einiges an Lokomotiven bzw. Sets an. Also einmal von Märklin eine Köf, eine schöne Dampflokomotive oder hier ein Triebwagen-Set von MCK. Das sind so die drei Sets, die ich hier als nächstes für uns habe. Und schreibt einfach gerne mal unten rein, was ihr als erstes sehen möchtet, welches Review euch am meisten interessiert. Ist es die Dampflokomotive der Baureihe 11? Ist es die Köf in voller Ausstattung mit Telex-Kupplung? Oder ist es das absolute Special, mal wieder ein hochlimitiertes Modell von der Firma MCK? Und zwar ist das eins von 200 Exemplaren, die laufende Nummer 99. Also schreibt es mal unten rein, welches ihr sehen möchtet. Und dann starten wir mit dem Set, was von euch die meisten Wünsche und Ideen bekommt. Jetzt nehme ich euch erstmal mit. Wir fliegen einmal wieder über die Anlage. Ja, damit legen wir los. Heute wieder zum Rundflug hier über Fredhaun. Die größte Änderung, das größte Update seht ihr jetzt tatsächlich hier schon direkt. Und zwar seht ihr jetzt hier überall so eine leichte Begrünung in einigen Bereichen und ein paar neue Büsche. Das habe ich hier tatsächlich jetzt speziell hinzugefügt, und zwar in dem ganzen Bereich hier, und sehen wir jetzt auch gleich, hier hinten rumgehend nochmal extra. Direkt im Bahnhofsbereich, also hier, nicht. Und da habe ich mich orientiert an Vorbildfotos, die tatsächlich hier einen großen Unterschied dargestellt haben zwischen Bereichen, die nicht so viel benutzt werden wie hier und Bereichen, die viel benutzt werden wie da. Habe also da versucht, mich möglichst vorbildnah eben zu orientieren. So sieht das Ganze jetzt mal aus der Nähe aus, wenn man jetzt mal hier so ein bisschen in die Höhe der kleinen Preiserlein geht. Dann haben wir hier den Blick eben über die Anlage in Richtung des Hafens dort hinten. Und dann wirkt das Ganze auch schon viel stimmiger, gerade wenn man jetzt hier so rumschaut. Finde ich, das wirkt deutlich stimmiger eben mit dem Blick aufs Meer, wenn man hier so ein ganz bisschen Begrünung noch hat. Wir gehen mal von hier weiter. Und hier seht ihr auch schon einen Teil des nächsten Updates. Hier habe ich es jetzt noch versteckt, und zwar die 1424 von Busch, ein sogenannter Kleinlok-Köfschuppen. Unglaublich schwer zu bekommen, dabei ist das Modell hier perfekt geeignet für Fredhaun. Ich weiß nicht, warum solche Sachen immer aus dem Programm genommen werden. Das wundert mich total. Aus meiner Sicht der beste Köfschuppen, den es momentan gibt. Und speziell seht ihr hier fürs C-Gleis gibt es auch noch einen Untersatz. Und damit zeigen wir auch hier schon das Hauptupdate. Und zwar habe ich jetzt mal diesen ganzen Bereich hier endlich so überarbeitet, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Das heißt also, wir haben hier ein bisschen Begrünung noch. Wir haben dann hier die Gleise ein- bzw. angeschottert. Und hier habe ich jetzt meinen kleinen Köfschuppen. Der ist natürlich nicht fest installiert, weil genau hier seht ihr noch diese Linie. Das hier ist die Platte, die beweglich auf Rollen steht. Das da ist das Regal in dem Bereich. Und deswegen ist hier einfach diese Linie drin. Aber so sieht das Ganze eben im Detail aus. Das heißt also, jetzt ist es so, wie man sich das vorstellt, wie ich es mir vorgestellt habe. Hier führt die Strecke rein, da führt die Strecke raus. Und das hier ist eigentlich optisch jetzt eher ein Abstellbereich für Güterwagen, der sich hier an so einen kleinen Bahnbetriebsbereich dann anschließt mit der kleinen Baracke. Und dann, wie ihr seht, hier auch diesem kleinen Lokschuppen. So, tatsächlich ist da auch was drin, wie ihr seht. Und zwar ist da jetzt eine kleine Köf der DSB drin. Die gibt es demnächst hier auch nochmal im Video für euch. Die kann man übrigens so ziehen, denn die hat keinen Haftreifen. Das Modell selber cool zu bauen,
schön detailliert, macht richtig Spaß. Jetzt fehlen bei mir hier noch die Regenrinnen gerade. Aber das Ganze übrigens als Lasercut-Bausatz auch noch aus Echtholz aufgebaut. Also macht wirklich einen schönen Eindruck auf der Anlage, finde ich. Das führt uns ein bisschen zu dem nächsten kleinen Update. Und zwar haben wir jetzt hier so eine Art Schrottplatz. Hier seht ihr es. Und zwar habe ich da auch wieder den Zaun verbaut, den ich drüben an der Tankstelle habe. Das ist hier von Ikra Models, so ein kleiner Zaun, den ich da eigentlich ganz schön finde. Und ja, dann ein kleines Joswood Lasercut Häuschen. Plus Kram, den ich eben noch so hatte. Teilweise mit Rosteffekt-Spray behandelt, teilweise eben auch nicht. Und da ist eigentlich alles dabei, von Bahnschwellen über eine Waschmaschine und einen Herd, Türen, Schilder, ja, Reifen. Aus meiner Sicht eigentlich eine super Verwendungsmöglichkeit, um Kram, den man noch so hat, irgendwie zu verwenden. Gefällt mir ganz gut und macht vor allen Dingen hier auch das Ganze ein bisschen offener. Und da hinten habe ich jetzt an der Werft eben dann auch die Halle, die vorher in dem Bereich stand. Da seht ihr, so ist sie jetzt hier eingebaut. Finde ich eigentlich auch. Sieht jetzt hier alles sehr, sehr passend aus, sehr, sehr stimmig, wenn ich hier so rüberschaue. Natürlich sieht man jetzt, hier in dem Bereich ist jetzt das, wo ich weitermachen muss, aber alles ab da hat aus meiner Sicht jetzt schon einen sehr stimmigen Touch, wie ich es mir vorgestellt habe, auch von der Sichtachse her. Gerade wenn man jetzt diesen Bereich hier noch mit einbindet und eben vom Bahnhof in Richtung Werft schaut, über den Bereich der DSB, über den Schrottplatz. So habe ich mir das vorgestellt von der Art her. Wenn man auch hier so reinschaut, ja, so soll das Ganze sein. Und hier seht ihr auch ein neues Schätzchen, demnächst im Review, eine BR oder eine Baureihe 011, also 1.10 mit Kohle gefeuert bei der Bundesbahn. Also so viel erstmal zum Update von Fredhaun. Es hat sich jetzt nicht riesig was getan, aber optisch hat sich was getan. Einfach hier, dass die ganze Landschaft ein bisschen zusammengehöriger, stimmiger wirkt. Und bevor ich es vergesse, da hinten seht ihr noch ein weiteres Signal, ein Blocksignal, ein Einfahrsignal natürlich auch. Also der Zug kommt hier und der Bahnhofsbereich beginnt ja quasi ab da und regelt damit eigentlich den Einfahrtsbereich für dieses Gleis hier, wo jetzt der MO steht. Und das war's an News von Fredhaun. Ich schneide euch gleich hier noch ein paar Fahraufnahmen von den verschiedenen Lokomotiven und Zügen bei mir auf der Anlage hier dahinter. Einfach, dass ihr da noch mal ein bisschen was an fahrendem Material seht. Aber bevor wir das machen, noch mal die kurze Aufforderung. Schreibt mal unten rein, was wollt ihr zuerst sehen. Die Köf, die Dampflok oder den Triebwagen von MCK. Von mir war es das für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Danke. Macht's gut. Ciao.